Du hast Probleme mit deinem Ansatz bzw. in deiner Ausdauer, dann kümmern wir uns heute genau darum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai kommt Trompetentraining. Probleme mit Ansatz, automatisch, mit Ausdauer, mit Kraft, mit Intonation, mit Artikulation und so weiter und so fort, um nur ein paar Punkte zu nennen, sind ganz klare Indizien dafür, dass im Ansatz irgendwas nicht stimmt. Du kannst es ganz einfach kontrollieren, indem du zum Beispiel mal vorm Spiegel einen Ton aushältst. Du musst jetzt, wenn du diesen Ton aushältst, schnell das Mundstück, die Trompete vom Mund, von den Lippen wegbewegen und im Spiegel kontrollieren, ob ein Abdruck der Innenkante des Mundstücks im Lippenrot ist. Liegt das drüber, ist es kein Problem. Liegt es mitten im Lippenrot, oben oder unten, dann müssen wir uns um deinen Ansatz kümmern. Prinzipiell sollten wir uns Blechbläser immer um unseren Ansatz kümmern. Da gibt es unterschiedliche Materialien dafür, unterschiedliche Trainingsgeräte dafür. Ich stelle dir heute wieder eins vor, beziehungsweise hat man schon mal im Video vorher, aber das ist so eigentlich der Punkt, mit dem jeder beginnen kann, sich um seine Ansatzmuskulatur zu trainieren. Also nochmal zum Platzieren, zum Einsetzen des Mundstücks ins Lippenrot. Dadurch war wahrscheinlich irgendwann in deiner trompeterischen Entwicklung, deiner blechbläserischen Entwicklung eine Überforderung. Nehmen wir mal ein Beispiel, du kannst regulär bis zum G2, vielleicht auch A2 spielen und irgendwann wird in der Literatur ein C3 verlangt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du trainierst punktuell Ausdauer, Kraft, Zungenposition etc. pp. Und näherst dich dem C3 in dem speziellen Fall an. Und dann wirst du es auch spielen können. Überhaupt kein Problem. Leider ist es ja meistens nicht so. Du bekommst zum Beispiel Noten im Orchester hingelegt und ab sofort gilt, der Ton wird da gespielt an der Stelle. Dann probierst du natürlich rum und irgendwann ist der Punkt gekommen, ach, ich kann mit meinem Mundstück ja, das macht man unterbewusst, da denkt man gar nicht drüber nach. Deswegen ist es ja später dann auch ein Problem. Man drückt mit dem Mundstück einfach etwas mehr Lippenmaterial ab und das schwingt dann schneller und dementsprechend kann ich den Ton erreichen. Das heißt, ich habe eine Abkürzung genommen, die erstmal zum Erfolg führt, allerdings langfristig oder mittelfristig gesehen uns mehr Probleme bereitet als alles andere. Wieso? Unser Ringmuskel wird ungleichmäßig belastet, der ermüdet stärker, die Intonation wird meistens höher, unsere Ausdauer geht auch flöten. Warum? Natürlich, weil der Muskel ungleichmäßig belastet ist, etc. pp. Also das setzt eine riesengroße Abwärtsspirale ein, die uns letztendlich in der trompeterischen Entwicklung hemmt. Um jetzt die Lippenmuskulatur trainieren zu können, empfehle ich in dem speziellen Fall immer einen Ansatztrainer, beziehungsweise es reicht auch ein Bleistift dafür. Wichtig ist, dass dieses Ding, was du benutzt, dieses Objekt spitz zuläuft. Ich habe hier diesen U-Point-Trainer, aber man kann es auch mit einer Bleistiftspitze machen oder wenn man das Blei nicht macht, dann drückt man halt die Mine weg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch einen Schraubenzieher nehmen, der ganz spitz zuläuft. Also egal was du nimmst, es muss auf jeden Fall ganz filigran vorne und spitz sein. Verletzt dich aber an den Lippen nicht, gell? Also nicht ganz spitzig sein, dass es in die Lippe sticht, sondern es muss einfach so spitz zulaufen. Ich zeige dir das hier mal, dann kann man das erkennen, also sehr, sehr dünn. Wieso das Ganze? Habe ich jetzt eine größere Seite, dann platziere ich natürlich meine Lippen erstens mal um dieses Gerät, habe aber letztendlich einen größeren Umfang, das heißt, ich muss nicht so filigran die Lippen um die Spitze legen. Habe ich eine ganz, ganz eng zulaufende spitze Seite, dann muss ich das natürlich wesentlich intensiver machen. Das heißt, noch filigraner an die Sache rangehen. Wenn wir das jetzt machen, nehmen wir den Bleistift oder dein U-Point-Trainer, was auch immer, zwischen die Lippen und spannen von allen Seiten an und das Kinn zieht nach unten. Das heißt, die Muskulatur fixiert sich komplett auf diese eine Spitze, auf diesen einen Punkt und versucht permanent und nicht alle paar Sekunden, sondern wirklich permanent nachzuspannen, nachzuspannen und nochmal nachzuspannen. Es wird nach ein paar Sekunden anfangen zu zittern. Natürlich, unser Muskel wird belastet. Oft gehen ja Probleme beim Trompetespielen auch damit einher, dass die Muskulatur nicht ausgeprägt ist. Das heißt, man spielt Sachen, die man spielen kann, geht aber niemals in die extreme Situation, das heißt nochmal einen Halbton höher oder auch tiefer und trainiert sich eben in diesem Grenzbereich, um eben auch Fortschritte machen zu können. Das heißt, wir müssen an diese Punkte rangehen und ein erster Schritt wäre eben mit so einer Gerätschaft zu trainieren. Also wir machen es nochmal, ich komme dir auch gleich näher, also nicht erschrecken, damit du nochmal genau siehst, was die Lippenmuskulatur da macht.
und dann halten. Das würde ich dir empfehlen, immer nach dem Trompetespielen zu machen. Wenn wir jetzt unseren Ansatz umstellen wollen, müssen wir uns natürlich von der alteingewohnten Mundstückposition wegbewegen zu einer neuen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass wir immer in altgewohnte Muster zurückrutschen. Wichtig dabei ist immer, dass wir eben einen spitzen Gegenstand nehmen, den unsere Muskulatur so eng und so fest wie möglich umschließen kann. Wenn ich das Ganze jetzt auf die Trompete übertrage, mache ich genau das Gleiche. Ich mache den Ansatz eng, setze das Mundstück drauf und habe natürlich ein neues Gefühl, ein ungewohntes Gefühl. Dennoch versuche ich, genau so zu spielen. Da geht es auch nicht um Klang, da geht es auch nicht um Intonation oder um Artikulation. Das heißt, da gehen auch mal Töne daneben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt eine Ansatzposition, mit der wir vorher nicht gespielt haben. Das heißt, wir haben auch kein Gefühl, keine Kontrolle, den Ton genau in der Position spielen zu können. Wichtig ist nur, dass wir uns eben auf diese neue Situation einlassen und auf die geschlossenen Lippen Luft strömen lassen, damit eben aus unserer Trompete ein Ton kommt. Und jetzt heißt es Töne aushalten. Wichtig ist immer, wir kontrollieren natürlich auch, was wir da gerade machen. Das heißt, am besten hast du immer einen Spiegel griffbereit oder übst in einem Zimmer, wo ein Spiegel an der Wand befestigt ist, dass du auch immer nach dem ausgehaltenen Ton kontrollieren kannst im Spiegel, was ist eigentlich hier mit dem Ansatz los? Sitzt das Mundstück gut oder bin ich wieder nach unten abgerutscht? Das heißt, wir haben jetzt zwei Faktoren. Zum einen trainieren wir die Muskulatur eben mit diesem spitzen Gegenstand, dass wir die Lippen eben eng zusammenbringen und die Muskulatur stärken. Das bringt uns automatisch mehr Kraft und Ausdauer. Eine ganz klare Angelegenheit. Aber wir wollen natürlich nicht nur trocken üben, sondern müssen auch das Gelernte, das Experimentierte letztendlich auch auf unser Instrument übertragen. Und da geht es einfach darum, dass wir dann Töne aushalten. Ich empfehle dir immer auf ein G1, eventuell C2 loszulegen. Wichtig ist immer, die Lippen sind zusammen. Das Mundstück kommt da drauf. Und kontrollieren. Jawohl, hat gepasst. Wunderbar. Und so kannst du letztendlich deinen Ansatz Stück für Stück umstellen. Ich empfehle dir wirklich mit Ruhe und Zeit an die Sache ranzugehen. Hast du jetzt eine Phase, wo du viele Auftritte spielen musst, dann stell das Ansatzumstellen eher hinten an. Hast du gerade eben Zeit und mal für 4, 5 Wochen wirklich Ruhe und du kannst dich um deinen Ansatz kümmern, dann fang jetzt am besten damit an. Das heißt, Ansatzmuskulatur trainieren mit dem Viewpoint oder was auch immer, Bleistiftspitze, immer nach dem Üben. Das kannst du ruhig 10 Minuten, eine Viertelstunde machen, so lange eben wie du die Ansatzmuskulatur betätigen kannst. Wenn du merkst, jetzt ist es müde, dann streich die Muskulatur aus, auch locker natürlich und dann war es das für den Tag. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Wir brauchen jetzt Kontinuität, damit wir uns eben Schritt für Schritt, Tag für Tag dieses neue Spielgefühl aneignen können. Wir haben vorher 15, 20, 30 Jahre mit dem alten Ansatz gespielt. Wir sind natürlich gewohnt, mit dem Ansatz zu spielen. Bloß wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, also entweder ich stelle jetzt den Ansatz um oder ich höre zum Trompetespielen auf, dann stell den Ansatz um. Es ist natürlich ein Punkt, wo man beißen muss, wo man durchkämpfen muss, wo man wirklich dafür brennen muss, dass man am Schluss auch ein positives Ergebnis hat. Du kannst auch jederzeit deinen Trompetenlehrer ansprechen, der kennt sich damit aus und wird dir auch weiterhelfen können. Machst du es in Eigenregie, dann pass immer drauf und sei so diszipliniert. Lippen müssen eng sein. Sobald du die Trompete ansetzt, Lippen eng, neues Spielgefühl. Schalter aus, Lippen eng, Luft. Und aushalten. Und so weiter und so fort. Und du wirst merken, innerhalb von 2, 3 Wochen wird sich dieser Ansatz verfestigen. Du beginnst ein neues Trompete spielen, du bekommst ein neues Spielgefühl und du wirst merken, sobald du dann anfängst, auch in Flexibilität zu gehen. Das funktioniert alles viel, viel leichter. Du brauchst keine Kraft mehr, du brauchst kein Drücken mehr. Du hast erstens mal die Kraft, natürlich, weil du jedes Mal die Muskulatur trainierst. Du spielst Trompete, dafür hast du ein gutes Gefühl für den Ansatz und auch gleichzeitig natürlich den Aufbau der Kontrolle, der Kraft, der
Ausdauer. Und wenn du gebunden gespielt hast, kommt natürlich der nächste Schritt, wir bringen die Zunge mit rein. Das heißt, einfache Anstöße, wir bewegen uns genau in der gleichen Lage und du wirst merken, das wird sich festigen, du wirst wesentlich besser Trompete spielen können, es stimmt besser und am Schluss, es klingt besser und macht mehr Spaß. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Hast du Fragen, dann schreibe in die Kommentare oder nimm persönlich Kontakt mit mir auf, da kann ich dir jederzeit weiterhelfen. Am Schluss von dem Video lass noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.